Ich bin in Frankreich, genau gesagt, ich bin in der Nähe von Colmar. Das liegt also im Elsass und ganz in der Nähe der deutsch-französischen Grenze. Es geht um die Vorstellung zweier Subaru-Fahrzeuge. Einer steht neben mir, der Solterra. Das ist ein rein elektrisch angetriebenes Auto, ganz neu. Und dann geht es um einen alten Bekannten, den BAZ, also ein Sportcoupé. Und dieses Auto werden sicherlich viele Sportfahrer kennen. Der hat jetzt ein bisschen mehr Leistung und ein paar Dinge, da sollte man unbedingt mal drauf hinweisen. Aber jetzt geht es erstmal um diesen Solterra. Solterra heißt eigentlich Sol und Terra, Sonne und Erde. Und damit meint man vielleicht, dass irgendwann die Energie für ein solches Elektroauto aus der Sonne kommt. Optisch hat er einiges zu bieten. Er sieht vorne sehr dynamisch aus. Es gibt einen großen Lufteinlass. Es gibt hier das modernste LED-Licht. Und was mir persönlich ganz gut gefällt, das sind diese schwarzen, weit ausgestellten Kotflügel und die dynamisch wirkenden 20 Zoll großen Räder. Damit ist das Auto dann auch im Gelände unterwegs. Subaru zeichnet sich aus durch den Allradantrieb. Er ist ja der weltgrößte Hersteller für allradangetriebene PKWs und so hat man auch reichlich Erfahrung. Jetzt gibt es hier Elektromotoren. Einer sitzt vorne auf der Vorderachse, der andere auf der Hinterachse und dadurch generiert man natürlich einen Allradantrieb, der ist elektronisch gesteuert, permanent im Einsatz und das Auto soll sich auch sehr sicher im Gelände bewegen, werde ich später noch mal ausprobieren. So viel dazu, jetzt schauen wir mal nach innen. Also beim Blick nach innen wird deutlich, man hat sich nicht nur Mühe gegeben, man hat es auch geschafft, eine Wohlfühlatmosphäre hier herzustellen. Es gibt so ein stoffbezogenes Armaturenbrett, sieht schick aus, fühlt sich gut an, ist weich gepolstert. Es gibt hier vor mir einen Tacho, ein Anzeigegerät. Das ist so was Ähnliches wie ein Head-Up-Display. Da kann man alle wichtigen Sachen ablesen und dann gibt es auf der rechten Seite ein großes Display, 12,3 Zoll groß. Da kann man die unterschiedlichsten Dinge eingeben. Gesteuert wird das Ganze per Touch oder auch per Sprachsteuerung. Dann gibt es noch ein Druck- und Drehrad für die Wahl der Fahrstufen. Dann gibt es noch etwas Besonderes. Man hat hier sehr schöne Sitze installiert. Die haben einmal ergonomisch eine ganz gute Form, sind vom Design her gelungen. Also hier sitzt man gut, wenn man schnell fährt und hier sitzt man auch gut, wenn man auf langen Strecken unterwegs ist. Man sitzt in einem Cockpit, das modern, sportlich und sehr übersichtlich gestaltet ist. Beste Materialien und eine perfekte Verarbeitung lassen kaum Wünsche offen. Man sitzt vorne und hinten sehr bequem mit viel Platz. Optisch ist er ein Hingucker. Sein sehr eigener Auftritt lässt schon optisch seine Offroad-Ambitionen sichtbar werden. Dieser Solterra bietet im Vergleich zu seinem Toyota-Bruder, dem BZ4X, schon serienmäßig einen Allradantrieb. Damit befriedigt er einen Wunsch der Subaru-Kunden. Der Solterra bietet 452 Liter Kofferraum. Und so erweitert sich der Platz. Dieser rein elektrische SUV ist nicht nur der Einstieg in die Elektromobilität von Subaru. Ich möchte sagen, es ist unser vollständiger Einstieg in die Elektromobilität, weil wir sind ja schon in 2019 mit einem Mild Hybrid, damit haben wir ja schon begonnen, mit dem Forester, mit dem XV, da haben wir angefangen und jetzt haben wir mit dem Solterra das erste vollelektrische Fahrzeug und sind somit richtig in der Elektromobilität angekommen. Und zwar mit einem echten Offroad-Auto, das auch verschiedene Offroad-Fahrmodi bietet, obwohl er ein Stromer ist. Das bieten einige E-SUVs derzeit noch nicht. Ja, das ist ja unser Kundenklientel und wir sind richtig froh und stolz darauf, dass wir unseren Kunden jetzt eben auch ein Elektrofahrzeug anbieten können, was eben voll Offroad-tauglich ist. So, jetzt bin ich hier im Offroad-Bereich und da will ich erstmal hier den X-Mode einstellen. Und da gibt es Schnee und Schotter und das ist die richtige Einstellung. Und da will ich mal schauen, wie sich diese beiden Elektromotoren als Allradantrieb bewähren. So, dieser Allradantrieb ist natürlich elektronisch gesteuert, also da, wo man die Kraft braucht, da wird sie hingelenkt. Und hier geht es jetzt ein bisschen auf und ab und diese kleinen Hügel, überhaupt kein Problem für das Auto. Und jetzt geht es hier vorne richtig bergab und jetzt gebe ich mal hier runter und jetzt gebe ich selber kein Gas und das Auto fährt er alleine runter, bremst alleine. Ich kann eigentlich die Hand vom Lenkrad geben, aber hier sollte man immer nachhelfen beim Lenken. Also das Ganze gestaltet sich sehr sicher. Das wird die Subaru-Individualisten freuen, denn 70% der Subaru-Kunden nutzen zum Beispiel den Forester auch im Gelände. Das wird hier beim Solterra nicht anders sein.
So, das war's jetzt mal im Offroad-Bereich mit diesem Auto. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass so ein elektrisch angetriebener SUV so gut durchs Gelände geht. Und das war ja eine richtige Achterbahn. Der hat immer Traktion und das ist ja ein Riesenvorteil, wenn man mal wirklich beruflich in den Offroad-Bereich fahren muss. So, mir hat's Spaß gemacht. Jetzt geht's weiter. Aber auch On-Road zeigt der neue E-SUV von Subaru keinerlei Schwächen. Positiv auch das Aufladen mit CCS2 Ladeanschluss. Das ermöglicht in 30 Minuten das Nachladen auf 80%. Ja, ein Wort zur Leistung. Also wie gesagt, gibt es zwei Motoren. Jeder leistet 109 PS. Das sind zusammen 218 PS. Das scheint im ersten Moment nicht besonders viel, aber 337 Newtonmeter Drehmoment sind schon gut. Und wenn ich hier ans Gas gehe, dann schiebt das Ding hier richtig an und in 6,9 Sekunden hat man 100 erreicht und bei 160 ist dann abgeregelt natürlich Schluss. Dann würde das ganze System natürlich auch ein bisschen überlastet, was die Reichweite angeht, und man braucht ja bei einem elektrisch angetriebenen Auto immer ein bisschen Reichweite. Also apropos Reichweite, dieser Subaru Solterra hat eine Reichweite von 466 Kilometern. Der Akku, der hier eingebaut wird, hat eine Kilowattstundenleistung von 71,4. Das ist schon mal ganz ordentlich und ich denke mal, da kommen auch die meisten mit aus. Zumal laut Statistik die meisten nur rund 50 Kilometer am Tag fahren. So ein elektrisch angetriebenes Auto ist natürlich immer ein bisschen schwerer, bedingt durch den Akku. Dieses Auto hier wiegt 2 Tonnen und damit zählt man nicht unbedingt zu den sportlichen Automobilen. Die haben vielleicht ein Gewicht von 1200, 1300 Kilo, aber in seiner Klasse zählt er zu den leichteren. Und die Fahrleistungen sind ganz ordentlich, zumal man ja auch den Schwerpunkt ziemlich tief hat. Einmal sind die Motoren auf den Achsen angebracht und der Akku ist auch sehr tief im Auto eingebaut. Also dieser Wank- oder Rolleffekt, der ist nicht besonders groß und das Auto vermittelt auch ein ganz gutes Gefühl. Aus den Kurven heraus habe ich halt 337 Newtonmeter Drehmoment. Das Ding beschleunigt heraus, hat auch Traktion durch den permanenten Allradantrieb, den Subaru ja immer einbaut. Mir gefällt das auch wirklich gut, weil Leistung in jedem Bereich zu haben oder Drehmoment in jedem Bereich, das ist schon was Feines. Konnektivität und Infotainment sind auf höchstem Niveau. So gibt es für das Handy Apple CarPlay und Android Auto. Weiterhin vorhanden ein Hybrid-Cloud-Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsinfos. Auch an Bord fast alle Fahrerassistenzsysteme. So, und jetzt kommen wir zu dem kleinen Sportcoupé von Subaru, dem BRZ. Den gibt's ja schon länger. Und die neueste Ausgabe hat jetzt ein paar Änderungen über sich ergehen lassen. Es gibt zum Beispiel mehr Leistung und so sieht das Auto aus. Er ist der Liebling vieler Sportwagen-Fans mit kleinem Geldbeutel. Er wiegt nur 1275 Kilogramm. Ein Porsche 911 wiegt schon mal fast 400 Kilogramm mehr. Optisch hat sich wenig getan, aber technisch eine ganze Menge. Aufgehübscht auch das Cockpit. Top die neuen Sitze mit viel Seitenhalt. Es gibt ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder auch eine 6-Gang-Automatik. Neu ist der Vierzylinder-Benziner mit nun 2,4 Litern Hubraum und 234 PS. Gut, der Erfolg bei diesem Auto liegt natürlich in erster Linie darin, dass es ein reines Fun-Auto ist, es ist ein Spaßauto und es ist vor allen Dingen ein Spaßauto, mit dem man so richtig driften kann. Und was ganz, ganz wichtig ist, es ist bezahlbar. Wenn wir mal schauen, das Auto fängt an bei knapp unter 39.000 Euro. Und da bekommt man ein Auto mit 2,4 Liter Hubraum, mit einer wahnsinnigen Beschleunigung. Das macht einfach riesig Spaß. Da kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal eine Probefahrt mit so einem Fahrzeug zu machen. Und genau das habe ich nun vor. So, nach elektrisch geht es jetzt mit einem Verbrenner weiter und das ist der Subaru BRZ, die neueste Ausgabe, und der hat 234 PS und damit gebe ich jetzt mal auf der Rennstrecke richtig Gas. Mit niedrigem Schwerpunkt und einer perfekten Gewichtsverteilung und einem Drehmoment von 250 Newtonmetern gebe ich mal Gas. Vorteil ist das Thorsten-Differentialgetriebe, das erlaubt spaßmachende Driftwinkel. Wer es beherrscht, sollte alle Fahrerassistenzsysteme ausschalten. Es gibt aber auch ein erweitertes Dynamics Control, das VDC, mit einem Track-Modus. Natürlich auch bei diesem Auto der bewährte Hinterradantrieb. Leicht beherrschbar erscheint mir der BRZ und er bietet unglaublich viel Fahrspaß. Der neue Motor ist erheblich drehfreudiger als der alte 2 Liter. Kurzum, ein Top-Sportler für kleines Geld. So, und nun wieder zurück zum Subaru Solterra, der für mich in seiner Klasse für Aufregung sorgen wird.
So, ich bin am Ende meiner Testfahrt mit diesen beiden Subaru. Der BRZ, der kleine Sportler, hat mir wirklich gut gefallen auf der Rennstrecke und er kostet in der Basisversion 38.990 €. Schön ist natürlich auch dieser Solterra, der erste voll elektrisch angetriebene Subaru überhaupt. Und er zeigt wirklich Stärken im Gelände und auch im On-Road-Bereich. Mir hat das Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch. Das war's von mir. Tschüss. Geplant ist auch dieser Solterra STE. So wie er aussieht, ist er ein E-Sportler der besonderen Art. Der Basispreis für den Solterra liegt bei 57.490 €. Die Top-Version kommt auf rund 61.000 €.